Die letzte Session, die als Schwerpunkt experimentelle in Klammern Therapieoptionen bei Long-Covid. Ich freue mich sehr, dass ich die erste Referentin, Frau Dr. Beate Jäger, ankündigen darf, die sehr viel Erfahrung mit dieser von ihr vorgestellten Methode HELP-Apherese hat. Und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Hochgeschätzte liebe Kollegen, ich freue mich und bin erleichtert, dass ich es zu Ihnen geschafft habe, ins wunderschöne Jena, was ich in seiner Schönheit vorher nicht gekannt habe. Angesichts der Kürze der Zeit möchte ich gleich in medias res gehen und Ihnen aus der Sicht einer niedergelassenen Internistin und Labormedizinerin meine persönlichen Erfahrungen mit dem Einsatz der HELP-Apherese bei Long-Covid-Patienten und vakzingeschädigten Patienten berichten. Trotzdem vielleicht in Anknüpfung an die gestrige Podiumsdiskussion ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe, warum ist es so schwer, in der jetzigen Pandemie neue Ideen durchzusetzen und was sind die Besonderheiten dieser Pandemie, die uns alle an die Grenzen unserer Möglichkeiten im Gesundheitswesen bringen. Da ist zunächst mal zu nennen das rasante Bevölkerungswachstum. Während 1971 die World Health Organization freudig den 4 Milliardsten Erdenbürger beglückt hat, haben wir dieses Jahr 8 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Das ist evolutionsbiologisch sensationell. Hinzu kommt erschwerend, dass wir weltweite Migrationsbewegungen ungekannten Ausmaßes sehen, was uns auch andere Erkrankungen wie Tuberkulose und viele andere Probleme mitbringt, sowie Armut und soziale Probleme. All dies wird durch den Krieg in Europa verschlimmert, durch die weltweit bevorstehende wirtschaftliche Rezession, die zu befürchten ist. Ein weiteres Problem sehe ich, dass die Impfpriorisierung Mittel für Therapieforschung stark eingeschränkt hat. Wir haben es mit einem Ressourcenmangel in allen Branchen zu tun. Ich höre das jeden Tag vom Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern. Das gilt aber auch für die Lieferketten in den Medizinproduktfirmen, in den Pharmafirmen. Wir haben ständig Mangel an Basismedikamenten. Hinzu kommt aus meiner Sicht eine unerträgliche Bürokratie und ein Dogmatismus statt Pragmatismus, der uns lähmt. Und da möchte ich nur auf die bevorstehende Änderung im Medizinproduktgesetz hinweisen, die uns 2025 blüht. Das ist eine echte Herausforderung. Ich würde Herrn Lauterbach bitten, die lieber zu verschieben. Ganz schlimm zum Schluss noch ist die Stigmatisierung betroffener Long-Covid-Patienten, auch impfgeschädigter Patienten und auch eine zunehmend zu beobachtende mangelnde Solidarität. Ich möchte meinen akademischen Lehrer und Erfinder der HELP-Apherese hier zitieren mit einem Lehrsatz, den er mir beigebracht hat und der, glaube ich, auch ganz besonders in dieser Pandemie Beachtung verdient. Wir behandeln nicht Krankheiten, sondern kranke Menschen. Deshalb sehen wir auch ein so heterogenes Bild. Zu beachten sind die individuellen genetischen Prädispositionen, die jemand mitbringt, insbesondere zum Beispiel Thrombosemutationen,
Immundefizienzmutationen, alters- und geschlechtsspezifische Besonderheiten, Vorinfektionen. Ich habe zahllose Patienten gesehen, wo andere Viruserkrankungen massiv während Long-Covid reaktiviert worden sind. Gürtelrose, humanes Herpesvirus 6, Coxsackie-Viren, EBV, ich könnte die Liste verlängern. Außerdem wissen wir durch die Tatsache, dass der ACE-Rezeptor für den Viruseintritt wichtig ist, dass Erkrankungen, die den Stoffwechsel, das RAS-System, Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin, Stoffwechselstörungen und Adipositas das Risiko für Long-Covid-Syndrome erhöhen. Dasselbe gilt für Autoimmunerkrankungen. Hier möchte ich insbesondere die Hashimoto-Thyreoiditis herausheben und auch den juvenilen Diabetes, aber natürlich auch Patienten mit Malignomen, neurologischen Vorerkrankungen, psychiatrischen Vorerkrankungen können mit den Veränderungen durch Long-Covid schlecht umgehen. Eine besondere Gruppe neben den degenerativen Erkrankungen, zu denen man ja auch, wenn man pathologisch angehaucht ist, die Atherosklerose zählen kann, sind auch insbesondere allergische Reaktionen und das sogenannte MCAS, also Asthmatiker zu nennen. Das macht Probleme und zeigt einfach auch die Komplexität der Symptome. Zu Beginn des Ausbruchs in Wuhan, den ich mit Schmerzen miterlebt habe, weil ich viele Freunde in Wuhan habe aus meiner Zeit des Studiums in Essen, wo es eine enge Kooperation mit der Universität Wuhan und Beijing gab, war das pathologische Bild klar. Es hatte sich, wie sehr schön Susanna Varga von der ETH Zürich definiert hat, initial in den Autopsiestudien auf das Alveolargewebe und das Endothelgewebe des Herz-Lungen-Kreislaufes beschränkt. Die Bilder, die wir jetzt sehen, zeigen eine generalisierte Endotheliitis. Ich darf kurz aus dem Paper zitieren. Bei Covid-Infektion liegt eine systemische virale Reaktion, gefolgt von einer entzündlichen Krankheitsphase vor. Die erste Phase verläuft meist mild. Nur ein Teil der Patienten entwickelt die entzündliche Phase mit hoher Mortalität. Die kardiovaskulären Risikofaktoren bedingen ein erhöhtes Mortalitätsrisiko und wir sehen eine systemische Endotheliitis. Das ist auch die führende Lehrmeinung der meisten pathologischen Gesellschaften und hat uns auch für die praktische Umsetzung den Weg gewiesen. Nun, was bedeutet HELP-Apherese? Der Begriff steht für Heparin-induzierte extrakorporale LDL-Fibrinogenpräzipitation. Das Verfahren existiert in Deutschland seit dem Jahre 1984 und wurde von Seidel und Wieland entwickelt. Ich darf kurz das Prozedere erklären. Der Patient bekommt 2 venöse Zugänge. Es wird eine Plasmaseparation vorgenommen. Wer ist zu schnell? Ja, gut. Ja. Macht er? Ja, geht. Ich kann es auch ganz einfach so zeigen. Also, 2 venöse Zugänge. Die Blutzellen werden vom Plasma getrennt. Die Blutzellen bekommt der Patient mit Kochsalzlösung unbeschadet zurück. Dem Plasma werden 400.000 Einheiten Heparansulfat und Acetatpuffer zugesetzt. Und der pH-Wert wird
abgesenkt auf einen pH-Wert von 5,12. Das ist der optimale isoelektrische Punkt der Ausfällung für Apolipoproteine. Im zweiten Schritt wird das LDL Fibrinogenpräzipitat in einem Filter zurückgehalten. Das so befreite Blut läuft dann über einen Heparinadsorber, der alles überschüssige Heparin entfernt. Und dieser Schritt im Kreislauf ist besonders wichtig, weil hier auch alle Toxine sowohl von Gram-positiven als auch von Gram-negativen Bakterien, als auch virale Toxine, TNF-Alpha, Zytokine zurückgehalten werden. TNF-Alpha zu 100%, nahe 100%. Und zum Schluss eine Bicarbonatdialyse, den pH-Wert wieder ausgleicht. Die Prozedur dauert je nach Güte der Venen 2 bis 4 Stunden. Die Sachkosten sind hoch. Ein Pfleger ist anwesend, der mit dem Patienten gut beschäftigt ist. Ein Arzt muss da sein. Das Verfahren ist sehr sicher. Die Nebenwirkungsrate liegt unter 3%, wie in großen Studien belegt ist. Die Hauptnebenwirkungen sind Punktionsprobleme, wenn bei Patienten mit schlechten Venenzugängen, manchmal auch vasovagale Reaktionen. Die einzig wirklich potenziell gefährliche Nebenwirkung wäre eine HIT, aber dem kann man vorbeugen, indem man einfach die Thrombozyten monitort, was alle Zentren soweit tun. Ich kann Ihnen sagen, ich mache es seit 1995 nahezu täglich. Ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der ernstlich durch diese Behandlung zu Schaden gekommen wäre. Und das gilt sowohl für Kinder wie auch für Erwachsene, die ich behandeln würde. Nun kommen wir zurück zum Kern der Frage, warum HELP-Apherese bei akutem und bei Long-Covid. Ja, ich bin gleich fertig. Ich zeige Ihnen nur noch ein paar Beispiele. Erstens, das Heparin selbst ist in der Lage, Spike-Proteine direkt chemisch zu binden. Dies wurde publiziert von Mycroft West und ich habe Ihnen die Publikation mit den Details auch in Papierform mitgebracht, kann jeder selber nachlesen. Die Rheologie wird verbessert, Cholesterin wird entfernt, was für RNA-Viren und die Membrankomposition von äußerster Wichtigkeit ist. Und die rheologische Verbesserung trägt massiv dazu bei, dass der Patient profitiert. Es kann mit Medikamenten kombiniert werden. Es entfernt keine schützenden Antikörper und ist hochgradig selektiv. Das Prinzip von Nihil nocere scheint erfüllt. Ich kann Ihnen einen kurzen Überblick geben. Wir behandeln jährlich 2000 Hochrisikopatienten, auch schon vor der Pandemie. Persönlich habe ich 1300 Long-Covid-Patienten seit der Pandemie behandelt. Die Erfolgsrate liegt bei 80%, plus minus eine Standardabweichung von etwa 10%, weil man beachten muss, und das ist das Besondere bei Covid, dass je früher man das einsetzt, desto schneller, desto besser ist der Erfolg. Wir haben 50 Kinder inzwischen behandelt. Nicht alle dieser Fälle sind mit HELP-Apherese behandelt worden, manche auch mit blutverdünnenden Medikamenten. Und wir sehen darüber hinaus, ja, die klassische Indikation homozygote Hypercholesterinämie. 34 Jahre ist diese Patientin behandelt,
andere Zentren, die uns unterstützen, wofür ich dankbar bin. Darf ich bitte noch das letzte Bild haben? Sie haben mich rausgeschmissen. Wir machen dieselbe Diagnostik wie Resia praetorius bei all diesen Patienten. Und ich wollte Ihnen eigentlich nur zeigen, wie es unter dem Mikroskop aussieht. Der Rechner hängt, okay. Dann, ja, vielleicht so machen, Frau Jäger, bis der Rechner eingestellt ist, würde ich schon mal die Publikumsfragen ja, gerne. kurz nennen. Also nicht alle, sondern ich würde Sie bitten, kurz zu antworten, wenn es geht, mit Ja, Nein manchmal. Und zwar, eine Frage ist zum Beispiel Apherese bei Kindern. Ja, 50 Fälle bisher. Was ist bei vorhandenen Autoantikörpern? Wir müssten das Mikrofon wieder einschalten. Das leuchtet nicht. Apherese bei vorhandenen Autoantikörpern? Ja, hilft. HELP-Apherese entfernt den Großteil der Autoantikörper. Wofür steht HIT? Heparin-induzierte Immunthrombozytopenie gibt HIT 1, HIT 2. Letzte Frage. Wissen wie schnell das hier durchläuft? Wie kann das Blut auf Mikro, oder können Sie das Blut auf Mikroklotz testen? Das tun wir bei jedem, den wir behandeln. Und wir haben ausnahmslos bei diesen 1300 Patienten bei allen massive Plättchenaktivierungen, massive Fibrinverklumpungen und massive Makrothrombosen gesehen. Ich habe Patienten, die konnten nicht behandelt werden, weil man ihnen 12 Zentimeter lange Gerinnsel aus den Adern gezogen hat. Sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, und auch die Schützenhilfe vom Max-Planck-Institut aus Erlangen und die Untersuchung von Resia praetorius haben das ausnahmslos bestätigt. Das Verfahren ist sicher, es ist hoch erfolgreich und es sollte unbedingt für die schweren Fälle bedacht werden. Problem ist Kapazität, Verfügbarkeit. Ich bin ein einsamer Einzelkämpfer. Ich habe feststellen können, dass das deutsche Gesundheitswesen besser ist als das der meisten Länder. Patienten von Kanada bis Neuseeland, Südafrika, Norwegen, sonst wo habe ich hier gesehen. Bei allen war die Not gleich und es muss mehr passieren. Danke.